Okay. Ich freue mich, euch hier alle zu sehen. Wir befinden uns in dieser Veranstaltung im Rahmen von Platforms Project Net, die eigentlich normalerweise in Athen stattfindet und leider dieses Mal wieder nur online. Und wir hatten am Mittwoch schon ein Gespräch, wo wir uns mit unterschiedlichen Vertretern, Vertreterinnen anderer Offspaces unterhalten haben über die Auswirkungen jetzt des letzten Jahres der Pandemie. Und heute Abend haben wir Stöcker Selig und Stefan M. Seidel zu Gast zu dem Thema Nur Kunst ist Arbeit. Das war ein Vorschlag von dem Künstlerduo Stöcker Selig aus Basel in der Schweiz, mit denen wir diverse Projekte zusammen gemacht haben. Sie hatten hier eine Ausstellung, wir haben auch schon Sachen zusammen in Basel gemacht. Und ich würde vorschlagen, dass ihr vielleicht gerade mal euch selber einführt und erzählt, wie ihr auf dieses Thema gekommen seid und warum ihr Stefan Seidel dazu eingeladen habt. Danke herzlich, Sibyl. Wie wir zu dem Thema gekommen sind oder warum wir es vorgeschlagen haben, das werden wir nachher zeigen. Wir werden einen kleinen Videoeinblender machen und dann wird sich das aufklären. Wir sind Stöcker Selig, wir arbeiten seit 1987 zusammen, also eine Ewigkeit. Wir bauen Installationen, wir zeichnen, wir machen Skulpturen, wir arbeiten im sozialen Raum, wir haben immer wieder Ausstellungsprojekte selbst organisiert und betreiben aktuell den Weltraum. Der Weltraum ist zurzeit in Basel und da im Weltraum versuchen wir vor allem, oder ist vor allem unsere Absicht oder unser Bedürfnis oder unsere, wie sagen wir, wir wollen eigentlich Menschen zusammenbringen, die an einer Arbeit dran sind. Das ist das erste Mal Arbeit gefallen als Stichwort. Und zwar an einer Kulturarbeit, Kunstarbeit. Und wir wollen eigentlich Menschen ins Gespräch bringen, auch Menschen, die jetzt vielleicht nicht so viel konfrontiert oder nicht so oft konfrontiert sind mit diesen Themen. Und wir veranstalten eigentlich immer Essen dann im Nachgang zu unseren Diskussionen, Gesprächen, Konzerten, Kunstinterventionen. Und in dem Zusammenhang ist auch unsere Zusammenarbeit mit Sibyl und dem Esszimmer wichtig und schon lange da. Also wir haben mit Sibyl immer wieder auch zusammengearbeitet in Forschungsprojekten. Wir haben Ausstellungen organisiert, auch im Weltraum und haben da eigentlich schon eine längere Arbeitsbeziehung auch miteinander. Dasselbe mit Stefan. Stefan kennen wir auch schon länger und haben auch immer wieder kürzere oder längere, wie sagt man das, Interventionen gemacht. Ja, und es freut uns sehr, dass du heute dabei bist, weil eigentlich dieses Thema nur Arbeit ist von dir ausgelöst worden. Vielleicht kann ich dir jetzt mal übergeben, Stefan. Okay? Naja, also ich bin halt, wann war das? 2006 oder wann war das Video? 2006, ja. Genau. Also ihr hattet damals eine Ausstellung am Südufer Bodensee und eure Kinder waren natürlich immer dabei und ich war damals so Videoblogger und rannte halt mit der Kamera rum und der Shimon, ja, also da euer Kleiner, der machte einfach immer wieder Sprüche und ich rannte ihn dann hinten her und zerrte ihn vor die Kamera. Sag es mir noch einmal, sag es mir noch. Was hast du jetzt gesagt? Also ja, vielleicht können wir diesen Schnipsel schnell anschauen. Okay, Sibyl, kannst du mal loslegen? Ja, Da haben wir noch einmal Shimon. Was?
nur Kunst ist Arbeit und ja, dann machen wir einfach Kunst. Sensationell. Machst du viele solche Sprüche? Nur Kunst ist Arbeit. Darum machen wir es halt einfach. Kunst. Ich muss noch ganz kurz einfügen und Annette noch, zu Annettes Statement. Also wir als visuelle Künstler, wir sind ja am noch nicht Sichtbaren interessiert. Nicht? Und normalerweise hat man ja eine Idee, was Kunst ist oder eine Idee, was Arbeit ist. Und da in diesen Begriffen gibt es aber noch ganz vieles, was nicht sichtbar ist, was nicht verbunden ist mit einer anderen Art, Kunst und Arbeit zu verstehen. Und so sind wir natürlich heute wahnsinnig da und alarmiert, damit das, was noch nicht sichtbar ist, an diesen Begriffen, so ein bisschen an die Oberfläche zu holen, mit Stefan natürlich. Genau. Und was ich jetzt noch spannend finde, einfach, das war 2008, in dieser Zeit war noch nicht so groß die Rede vom bedingungslosen Grundeinkommen. Ich denke, Es war 2006. Es war 6. Ja. Aber das bedingungslose Grundeinkommen, wann war das Diskussion? Das erste Ach. Die Abstimmung in der Schweiz. Das war ja vorher schon Diskussion, ja. Ja, das ist ein 1940er-Projekt. Das war eine britische Politikerin, die negative Einkommens... Also für uns in der sozialen Arbeit, so kann ich ja vielleicht auch noch... Also wir haben ja das Wort Arbeit in der Profession. Also wir arbeiten am Sozialen und eben nicht an Körpern und eben nicht an Psychen. Und insofern sind wir natürlich in einer sehr ähnlichen Situation, wie Christian das eben gerade gesagt hat. Also, ja, was ist denn jetzt das Soziale? Ja, gehst du jetzt Häuser fotografieren oder Kunstwerke oder was ist es denn? Aber wir haben so, also, ja, und diese Koppelung von Arbeit, also Erwerbseinkommen und soziale Sicherung, das ist für unseren Beruf natürlich seit 150 Jahren Teil von Problem, nicht Teil von Lösung. Ja, Entschuldigung, aber Anne, da bin ich also ganz bei dir. Mach du weiter. Gibst du das Wort mir? Okay. Nein, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Eben, mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen wird ja eigentlich grundsätzlich Arbeit und eben Einkommen entkoppelt. Und wir haben kurz auch noch einmal diskutiert, so aus unserer persönlichen Erfahrung. Also wir sind eigentlich so sozialisiert worden, dass wer mehr arbeitet, auch mehr hat, also Einkommen und auch mehr gesellschaftliche Anerkennung. Es ist ja beides gekoppelt. Und diese Entkopplung ist ja wahnsinnig spannend. Und ich denke, wir als Künstlerinnen und Künstler nehmen das ja auch ein bisschen wie vorweg. Wir leben schon lange eigentlich und das finde ich ein spannender Moment jetzt auch in dieser Zeit, wo vermehrt über diesen Punkt diskutiert wird in unserer Gesellschaft. Und von dem her finde ich spannend jetzt dieser Ausspruch von Shimon 2006. Er hat das wahrscheinlich aufgeschnappt in unseren Diskussionen, was auch immer. Aber das ist so präsent scheinbar, dass er das als jetzt so in Mitglied unserer Familie so jetzt bringt, wenn du ihm das Mikrofon unter die Nase hältst. Und eigentlich ist ja ein ganz wichtiger Punkt, der heute diskutiert wird, genau. Also einfach so diese Verbindung eigentlich finde ich spannend, ja. Mhm. Also wir arbeiten ja wahrscheinlich an einem neuen Freiheitsbegriff, nicht? Diese Entkopplung von Lebensstandard und gesellschaftliche Anerkennung. Also diese Entkopplung finde ich persönlich ja so zentral, dass ein Mensch nicht nur etwas gilt in dieser Welt, wenn er so und so viel verdient oder wenn er die und die gesellschaftliche Anerkennung erfährt. Also diese fatale Koppelung, die wird ja durch die Sehnsucht eines neuen Freiheitsbegriffes. Das ist ja das bedingungslose Grundeinkommen auch, nicht allein, aber auch. Und wir als Künstler, wir arbeiten natürlich ständig
an diesen Formen, die sich verändern, die sich transformieren, die nicht in einer Erstarrtheit weiterleben, nicht? Und in dieser Gesellschaft gibt es einfach, oder um uns herum oder auch in uns gibt es viele Momente, wo die Dinge so ein bisschen auf Begrifflichkeiten und Konformitäten basieren und diese Geschichte immer wieder aufzuweichen, aufzubrechen, den Mut zu haben, da in da einzugreifen und nicht nur einfach als Künstler, als Kunst ein Bild an die Wand zu malen, sondern in andere gesellschaftliche Vorgänge sich einzumischen. Das ist ja eigentlich auch dieser Wert, nicht? Der Arbeit, nicht? Der Wert der Kunstarbeit, meinst du? Der Wert der Kunstarbeit, genau. Ja, also diese Koppelung ist wirklich sehr komisch. Also für mich war es ja dann so um die Jahrtausendwende, die 2000er, wo die deutsche Regierung gekommen ist mit dem Begriff der Ich-AG. Also jede Bürgerin, jeder Bürger ist ein Unternehmer und hat ein Unternehmen und hat eben so kreativ zu sein, wie eine Künstlerin, wie ein Künstler und etwas herzustellen, was wertvoll ist und was Kapital, dann sind wir bei Beuys, haben wir auch 100 Jahre, oder? Also Kunst ist Kapital und jeder ein Künstler. Also wir hatten im Moment ein so riesiges Assoziationsfeld, wo ich auch den Eindruck habe, da kristallisiert sich völlig neue Identitätsbilder heraus. Und da sehe ich natürlich die Kunst auch als eben ein Labor, was als Vorreiterin diese Ideen ausprobiert und gezeigt hat, wie man das macht, wie man kreativ ist, wie man aus dem Nichts etwas macht, wie man aus einem Klumpen Lehm ein Tongefäß macht, ein Durchgangsgefäß macht. Solche Dinge, oder? Also, ja. Ich denke, das ist wichtig, auch eben vom Kunstbegriff her. Also was ist denn überhaupt Kunst? Oder das Christian hat es vorhin kurz angerissen. Also wir begreifen jetzt Kunst nicht eben nur im Herstellen von Objekten, sondern Kunst ist eigentlich für mich, für uns der Moment auch, wie man situativ mit Dingen umgeht, die man antrifft, oder? Und in dem Sinn kann man schon sagen, Arbeit ist Kunst, weil eigentlich Arbeit auch so sein sollen könnte oder sollte, dass man eben in einem gewissen Gestaltungsspielraum, den man selbst definiert, auch agieren kann auf ungeplante Dinge, auf das, was auf einen zukommt. So. Ja, und das ist doch eine alte Geschichte. Also dann sind wir bei Dada, dann sind wir beim Happening, beim Objet trouvé, also alle eure Begriffe, die ihr da ausformuliert habt, oder? Also wo es zu einem völligen Wechsel gekommen ist, also eben nicht mehr das Kunsthandwerk, sondern der Prozess und das, was ich damit mache und das Making of, also diese Undefinierung von Arbeit, und das finde ich, kommt einfach extrem schön in diesem Satz von diesem kleinen Kind, also von wo soll er es denn haben, wenn nicht von euch? Also kommt ja diese Umformulierung zur Darstellung, oder? Ja. Und trotzdem dieses Dilemma der subjektiven Sackgasse. Weißt du, oft passiert ja Kunst in einer subjektiven Sackgasse sozusagen. Man ist ja selbstbestimmt, man ist ja in dieser Zeit auf sich allein gestellt sozusagen, und dass diese subjektive Sackgasse in ein intersubjektives Zusammenwirken aufgeht, nicht? Und dann auch eine gewisse Wirksamkeit erfährt. Das ist ja die große Frage, nicht? Wie gestaltet sich das auch aus? Auf eine sehr produktive oder sehr natürliche Art und Weise, wo man sich auch wohlfühlt darin, nicht? Die Beispiele zeigen, dass sich viele Kunst- und Kulturschaffende in dieser subjektiven Sackgasse verirrt haben, sozusagen, nicht? Und eigentlich weder ihr Leben daraus garantieren konnten, noch
noch eine gesellschaftliche Anerkennung erfahren haben und sich dann irgendwie mit diesem arrangiert haben oder nicht arrangiert haben und plötzlich kommt da hinten dieser Tod da hinten, nicht? Das ist schon auch ein großes Symbol. Wie kann der Tod Voraussetzung sein für Leben? Umgekehrt, nicht? Wir denken immer, das Leben endet im Tod. Aber ist das wirklich so? Oder kann man da etwas ganz anderes daraus generieren? Dass der Tod einer Sache wirklich wieder zum Leben gerät, nicht? Ja, ja, schön. Also was ich, ja, Entschuldigung. Mach du. Ist gut. Ja, ich bin halt noch so, eben, aber das ist jetzt der Sozialarbeiter. Also weißt du, weil ich vorher bei der IHG war vor 20 Jahren und dann, ich meine, die ersten, die sich ja dann in die soziale Hängematte gelegt haben, das war ja also um in der Schweiz zu bleiben, die Swissair. Das war ja eigentlich auch eine Fluggesellschaft, wie wir jetzt gesehen haben, völlig unnötig, kann man abstellen und es passiert eigentlich gar nicht viel. Aber es ist ein schöner Brand, es ist eigentlich ein Image obendrauf und sie konnten sagen, too big to fail und dann haben sie Geld bekommen. Wenige Jahre später sind die Banken gekommen, auch eigentlich, ja, was haben die? Geld, ja, was ist Geld? Ja, keine Ahnung, was Geld ist, irgendwas, aber ein super schönes Logo und ganz wichtig und sind die Nächsten gewesen, die in die soziale Hängematte gegangen sind. Und das finde ich jetzt die Herkulesaufgabe, eigentlich zu sehen, dass diese Entkoppelung von Erwerbsarbeit und sozialer Sicherung eigentlich schon längst gegangen ist. Also wie du damals, Christian, nach Griechenland gegangen bist, in dieser, wo wir gesagt haben, oh, die Griechen alle verschuldet und jetzt geht die Welt unter. Und heute merken wir, nein, das ist überhaupt nicht so, oder? Die Welt geht super weiter, Geld da, hier. Also ich war noch irgendwie an diesem Strang. Also dieses Documenta-Moment vom 70, das hat ja eigentlich, dieses Thema Griechenland war ja gekoppelt mit Learning from Greece. Gell? Also nicht, also wir können da lernen, wir sind ja nicht die Helden, nicht, wir sind ja nicht, wie hast du, Herkules? Herkules ist eigentlich der Held, 12 Heldentaten, nicht? Und wir haben ja unser Video I'm not the hero. Das torpediert ja wieder diese Aufblusterung, dieses sich in etwas verlieren, das relativ eng gesetzt ist, ob das die Begriffe von Geld, von sozialer Arbeit, was auch immer ist. Wir müssen ja diese Engheiten, müssen wir ja weiten, nicht? Also wir sind ja da, um das, was noch nicht sichtbar ist. Das ist ja, dieses Sichtbare kann auch sehr eine große Enge bedeuten. Und das, was dann noch nicht ist, das weitet ja dann unsere Möglichkeiten oder unsere Sicht oder unsere auch Denkfähigkeit natürlich. Ja. Also das ist vielleicht die Arbeit. Und nicht das Platzwischen von Beuys zum Beispiel. Ja, das ist das, was du vorher gesagt hast, Stefan. Also dass diese ganzen Crashs oder so, das war ja wirklich auch undenkbar. Und es ist eigentlich was lernt man daraus? Dass eigentlich das Undenkbare denkbar ist, respektive eben auch die Begriffe völlig anders gelesen werden können, je nachdem, wie unsere Gesellschaft, in welchem Zustand unsere Gesellschaft ist. Oder? Und da sind wir wieder bei diesem Arbeitsbegriff, der eben, ja, wenn man so die Geschichte anschaut, jetzt vom Bauern, der sein Feld bestellt hat und eigentlich auch eine Ich-AG war, nur hat man das früher so nicht gebraucht, Terminus, und dann die Industrialisierung, wo plötzlich der Arbeitgeber Arbeit gegeben hat und man eigentlich gemacht hat, was verlangt wurde. Und jetzt kommen wir wieder in eine neue Zeit, wo wieder mehr gefordert wird, dass wir eigentlich selbstbestimmter unsere Aufgabe finden in dieser Gesellschaft und auch wie nicht so eine große Absicherung haben vielleicht in dem auch, weil Arbeit kann ja auch Absicherung sein, also nicht nur ökonomisch, sondern auch von meiner Person in dieser Gesellschaft und dass wir da rauskommen und wie jetzt eben aus dieser Geschichte rauskommen und unser eigenes Ding eigentlich bauen können. Das finde ich schon wichtig, jetzt auch in diesem
in diesem State enthalten, oder? Also gut, das fand ich ja immer sehr spannend an eurer Arbeit, weil ihr ja beide mit sehr hohen kunsthandwerklichen Fähigkeiten in eure Arbeit geht und dann Prozesse macht. Und das hat mich eigentlich auch immer fasziniert an eurer Arbeit, dann das zu beobachten. Also wie eigentlich aus dieser hohen handwerklichen Kompetenz heraus das aber abgezogen wird und dann der Prozess betont wird. Also das und versuchen nachzuvollziehen, eben was. Das finde ich ja so spannend, dass Kunst bis heute darüber nachdenken, zeitgenössische Kunst bis heute darüber nachdenken kann, was ist jetzt eigentlich Kunst? Und dann läuft das wieder, oder? Aber ich habe schon den Eindruck, es hat irgendwie etwas damit zu tun, mit diesem Kunsthandwerk und dann in das Prozessuale zu gehen und ich weiß auch nicht. Also das finde ich ein guter Punkt, weil ich bin ja ursprünglich Keramikerin und und da ist ein Prozess auch sehr, sehr wichtig, auch wenn am Schluss das Endprodukt vielleicht eher Aufmerksamkeiten generiert. Eigentlich dieser Prozess fand ich eigentlich immer das Spannendste daran, weil du kannst unglaublich viel machen oder weglassen und veränderst damit Produkt sehr viel Zufall und du musst dich eigentlich ständig auf diesen Zufall einstellen und kannst damit arbeiten. Und vielleicht, wenn du dann das erreicht hast, das du willst, merkst du, das ist nicht mal der ideale Zustand, sondern es könnte, oder respektive, wenn das Perfekte ist, dann nicht mal unbedingt das Beste, sondern es kann in diesem ganzen Prozess Zustände geben, die vielleicht zum Beispiel toller sind oder so. Und einfach dieses Wissen oder diese Erfahrung, es ist eben nicht nur Wissen, sondern es ist wirklich Erfahrung, wie du es betont hast, diese Erfahrung ist unglaublich wichtig auch für das Leben, weil eben genau dieses Nicht-Perfekte, das man damit erfährt in diesen Prozessen, eigentlich am Schluss wichtiger ist als alles andere. Also eben das Endprodukt zum Beispiel. Ja, und das darin beinhaltet ist natürlich, weißt du, diese Mühsal des handwerklichen Prozesses wird ja ein absolut großes Vergnügen, nicht? Und das zu transportieren, das finde ich dermaßen wichtig, auch in unserer Gesellschaft, auch als gesellschaftlicher Zusammenhang, dass eigentlich Arbeit ein großes Vergnügen auch beinhaltet, nicht? Also als wir in Zürich John Cage begegnet sind, der eine große Geschichte gemacht hat, Cage, Anfang 2000er Jahre, nicht? Da lief dieser Cage, großer Mann, schon ein bisschen älter, durch Zürich mit einem dermaßen Lächeln, mit einem dermaßen in der Welt sein, auf eine ganz spezifische Art und Weise. Und er hat immer betont, dass eigentlich all das, was er macht, ein großes Vergnügen ist. Nicht? Und wenn wir diese Arbeit, die vielfach als Mühsal definiert wird, man geht arbeiten, damit man Geld verdient, damit man verliert dabei und so weiter. Aber dass eigentlich die Basis dieses Arbeitens, dieses Prozesses, wunderbar, genau, ein großes Vergnügen ist. Das ist ja Wahnsinn. Gell? Also das auch zu transportieren in der Arbeit, in der man bemerkt, dass dahinter ein großes Vergnügen steckt. Ja, Cage finde ich natürlich jetzt ein super tolles Stichwort. Also, warum hast du das nicht im Vorgespräch gebracht? Das ist ja wirklich... Nein, weil komme ich jetzt einfach gerade drauf... Also eben das 4 Minuten 33, das ist das einzige Konzert, was ich an einem großen Flügel schon einmal vorgespielt habe. Aber ich meine dort ja auch, also er hat also das ganze Instrumentarium vor sich, ein 150.000 fränkiger Steinway hat er vor sich und was macht er?
Das finde ich so spannend. Und das bringt mich ja zu diesem, weil wir da bei Sibylle sind im Esszimmer, oder? Das fand ich jetzt so lustig, wie ich da angefangen habe, Brot zu backen. Also das ist ja hundeeinfach. Ich meine, du hast Mehl, du hast Wasser und du hast Salz. Ich meine, das ist jetzt wirklich so simpel, ne? Und dann mischst du das zusammen. Und was ich dann, wie ich den ersten Sauerteig gehabt habe, fand ich das so toll zu beobachten, dass mein Sauerteig so explodiert ist. Und ich habe es fertiggebracht, dass dieses Brot hart wie Stein wurde. Und ich dachte immer, was bin ich für ein Arschloch? Dieses Mehl, Wasser, Salz hat so Spaß zu bekommen. Und ich mache offenbar alles so, dass es zu einem verdammten Stein wird. Ich könnte jemand ermorden damit. Also dann denke ich, wow, ist das geil. Und also das bringt mich jetzt einfach noch einmal darauf, zu sagen, weil Arbeit oder eben diese Kunst Freude macht. Also es ist ja auch etwas, was von außen zu mir kommt. Also es ist ja etwas, wo ich mich öffnen muss, offenbar, und mich dem, oh ja, komm, keine Ahnung. Aber das finde ich jetzt ein super schönes Beispiel, Cage, danke. Cage irritiert mich immer in meinem Spotify-Account. Ich habe Okay. so eine Sammlung Avantgarde. Und immer wenn Cage kommt und 4 Minuten 33 Sekunden nichts tut, dann irritiert mich das, weil es plötzlich das Nichts, gell? Und dann gucke ich immer, falsch eingestellt oder ist es abgestellt oder so. Und dann ist es Also wenn man nichts hört, ist es Cage. wenn man nichts hört, ist es Cage. Wer am Arbeiten ist. Genau. Ganz kurz, gell, Stefan, so einen kleinen Seitenlink auf Berlin. Als du mich damals in den Kunstwerken interviewt hast, habe ich ja damals gesagt, mich interessiert nicht Geld, sondern Zeit. Nicht? Damals warst du wahnsinnig irritiert. Und jetzt, wenn du von deinem Sauerbrotteig sprichst, erwähnst du die Zeit. Super. Hallo, weil das ist eigentlich das Ding, nicht? Also alle sind bekümmert um Geld, aber nicht um die Zeit, nicht? Weil Zeit vergeht und Zeit ist irgendwas, aber dass wir existieren in dieser Zeit, nicht? Und dass dieser Teig entsteht in Zeit, nicht? Das ist ja das wahre Phänomen und nicht dieses Gläubnis, nicht? An Geld, nicht? Da braucht es diesen Sprung, es braucht immer diesen wahnsinnigen Sprung in allem, nicht? In dem, wie wir Kunst begreifen, in dem, wie wir Zeit begreifen, in dem, wie wir uns selbst begreifen, braucht es diesen Sprung in das noch nicht Gedachte und noch nicht Vorgedachte und das, was noch nicht ein Konzept und wie soll ich sagen, eine Entität wird, nicht? Sondern das in Bewegung bleibt, das fluid bleibt, das eine dynamische Komponente mit sich trägt. Das ist ja meines Erachtens auch diese nur Kunst ist Arbeit Geschichte, nicht? Ja, ja. Mir ist jetzt gerade so durch den Kopf geschossen, also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein bisschen unplatziert ist, aber also man sagt ja auch immer, dass Arbeit Geld ist, oder? Oder Zeit ist Geld. Und wenn man... Eher Zeit ist Geld, oder nicht? Aber in Bezug auf Arbeit, ja. Oder? Und dann ist ja die Frage, ob man jetzt das quasi wie zusammenziehen könnte und in eurer Aussage wäre dann nur Kunst ist Arbeit, nur Kunst ist Zeit, oder? Ja, zum Beispiel. Weil Christian das jetzt mit der Zeit eigentlich thematisiert hat, oder? Und wir jetzt über Cage und die Zeit, also ja, und weil Zeit ist ja auch immer das, was dann in dieser Zeit passiert oder nicht passiert. Ja. Genau, es geht eigentlich um Handlung, das hat der Stefan auch mal reingebracht, diesen Begriff von der Handlung. Und wir haben eine bestimmte Zeit zur Verfügung, also durchschnittlich irgendwie 85 Jahre oder so. Und wie füllen wir diese Zeit? Also mit Handlung oder und diese Handlung kann mehr oder weniger befriedigend sein wahrscheinlich. Und die können wir gestalten oder eben nicht. Oder wir können ja irgendwo entlang gehen und uns reiben an den Sachen, die wir machen wollen oder müssen.
wie jetzt du mit deinem Brot, oder du hast quasi deine Zeit verbracht mit diesem Brot und es ist nicht gelungen, aber es hat dich inspiriert, dazu weiterzumachen zum Beispiel und das irgendwie zu explorieren, wie es eben nicht ein Hammer wird, sondern eher eben ein gutes Stück Brot zum Essen. Oder Stefan? Aber auf jeden Fall, wenn diese Kunst kein Brot generiert, haben wir eben dann doch ein Problem. Wenn die Kunst kein Brot generiert. Aber sie generiert Ja, keine brotlose Kunst. Also ich meine, also auf jeden Fall haben wir Zeit, Brot und Kunst und damit sind wir im Esszimmer und Hallihallo. Also ja, das finde ich schon ganz richtig. Und wegen gesellschaftlichen, ist es ja so, dass während der Corona-Zeit haben ja eigentlich, ich weiß nicht, wie viele Personen oder Menschen im Homeoffice Brot gebacken. Oder ich denke, das hat sich wirklich ganz stark, Ja. dieses mehr Zeit haben auch. Und das ist eigentlich super, wenn dann alle zu backen beginnen und sich damit auseinandersetzen, wie eben sowas entsteht, wie ein Brot, oder? Also das finde ich auch spannend. Das hat im letzten Jahr das wirklich sehr gefördert, dass man auch sich mehr mit solchen Themen auseinandergesetzt hat. Also du hast gebacken, Stefan, du bist zwar auch eigentlich immer im Homeoffice, aber du hast erst gebacken, als Corona kam. Ja, Das ist richtig. ist das richtig? Ja. Warum? Hattest du trotzdem mehr Zeit gehabt? Oh, ich habe immer viel Zeit. Eben. Warum hast du gerade in der Corona-Zeit begonnen zu backen? Ja, weil Beuys ja eben gesagt hat, jeder ist ein Bäcker. So habe ich das, ist das jetzt ein Falschzitat? Also, ja, ich muss googeln. Manchmal stimmt. Genau. Also das da auszudehnen, das ist natürlich spannend. Gell? Also wo dehnen wir das aus? Also ich denke ja, wenn unser So-Sein auf Zeit trifft, dann entsteht etwas unheimlich Persönliches. Dann kommt die Person in Erscheinung, nicht? Und die Person ist ja immer begleitet mit zum Beispiel Brot, mit zum Beispiel irgendetwas, was dinglich wird auch. Nicht eine dingliche Form generiert. Und wenn dieses Zusammenspiel und das, was du vorher so erwähnt hast, also das Zusammenwirken, das Zusammenspiel, damit das eine dynamische Geschichte wird, dass auch Kunst dynamisch bleibt, dass sie in diese Gesellschaft hineinwirkt, braucht es dieses Zusammenspiel, braucht es dieses Zusammenwirken, weil sonst passiert nichts, sonst gerät das in die subjektive Sackgasse. Und das ist ja für mich die große Frage eigentlich, wie gelingt uns aus dieser subjektiven Sackgasse herauszutreten? Also ich glaube, das hat mich ja dann auch immer gestört an der zeitgenössischen Kunst, dass ich den Eindruck habe, sie hatte einfach auch gar nichts mehr zu sagen, währenddem sie ja über viele Jahre hinweg doch eine ständige Provokation war und eine subversive Kraft war. Und dann plötzlich zu sehen, also und da wäre ja Beuys auch wieder ein super Beispiel, wo dann diese Gewinngeilheit durchspricht und aus Scheiße Gold zu machen und das ganze provokative Element oder eben das, was wir wie von Griechenland lernen, von der Kunst lernen. Also was können wir denn jetzt mitnehmen von diesen Menschen, die mit ihren ganzen handwerklichen Fähigkeiten in diese Prozessebene wechseln können, über Zuschreibungen arbeiten können, über ich weiß auch nicht was. Ich glaube, das hat mich auch immer sehr irritiert an dieser zeitgenössischen Kunst. Einerseits, wenn ich selber Teil davon war, ob jetzt in London oder im Cabaret Voltaire oder so, aber gleichzeitig auch immer so diese, ich sage jetzt doch mal Enttäuschung auch, zu sagen, also ist da jetzt was? Also, ja, ich weiß auch nicht. Aber gegen Politik, glaube ich, wäre es eben, ist keine Ahnung. Nee, ich mache mal hier weiter. Du nebelst jetzt ein bisschen uns noch ein bisschen ein, oder? Dann können wir den Nebel wieder so ein bisschen, oder?
Genau. ausräumen, damit wir wieder etwas klarer sehen, sozusagen. Nicht? Also dieses klarer Sehen ist schon auch, also das, was noch nicht sichtbar ist, nicht? So quasi als Gegenstand unserer Forschung oder unserer Interessen zu nehmen. Es ist noch nicht. Und an dieser Geschichte zu arbeiten, das wirkt automatisch subjektiv. Nicht? Die meisten Kunstwerke entstehen ja aus einer vorgefertigten Sichtweise. Man sieht es bereits und muss es nur noch abbilden. Nicht? Und ich denke, die zeitgenössische Kunst hat sich ein bisschen von diesem Abbildhaften. Nicht? Ich sehe es und ich reproduziere das, was ich gesehen habe, ist eigentlich aus unserer heutigen Begrifflichkeit eine sehr enge Arbeitsweise, nicht? Also ich oder wir versuchen ja, diese Enge zu weiten, indem wir vor allem mit dem, was noch nicht da ist, was noch nicht sichtbar ist, was noch nicht ist, als Gegenstand zu sehen, unsere Arbeit. Ja, und ja. das begleitet dann vielleicht auch das Handwerk und das, was daraus entsteht, zu einer ganz anderen Geschichte, nicht? Also gut, ich meine, das erinnert mich ja immer, das war 1997 und da habe ich eure erste große Ausstellung, also ja, habe ich einfach zum ersten Mal, glaube ich, etwas von euch gesehen, in Ittingen oder die Durchgangsgefäße, da in diesem Gewölbesaal, einigermaßen dunkel und dann diese Hunderten von unglaublich schönen Durchgangsgefäße und ich glaube, ich finde es immer noch eine sehr, auf jeden Fall eine sehr inspirierende Arbeit. Also die Durchgangsgefäße, die sind da, wir kennen sie sind gemacht, wir wissen, vielleicht können wir einige sogar zusammenhängen und so. Und aber ich weiß auch nicht, dass wir jetzt über Durchgangsgefäße reden und über keine brotlose Kunst und die Zeit wirken zu lassen. Also das finde ich im Moment also ich habe es noch nicht beieinander, aber das finde ich jetzt sehr inspirierend, sage ich mal. Also bezüglich Durchgangsgefäße, wenn du die erwähnst, das einfach für die Menschen, die zuhören und nicht wissen, über was wir sprechen, das war eine Installation mit etwa 1000 keramischen Objekten, alle in weiß, alle keine Gebrauchsgegenstände, mental schon, aber nicht physisch. Und was dort auch wichtig war für uns, und vielleicht passt das in diese Diskussion rein, wir haben uns, als wir mit dieser Arbeit begonnen haben, und die ging etwa 5 Jahre, es gab nur eine Regel. Und die eine Regel hieß, wir behalten alles, was entsteht. Also wir machen keine Selektion, was gut und was schlecht ist. Und das war für uns ein ganz wichtiger Moment, weil man hat ja immer, also Christian hat vorher von dem gesprochen, dass man eben etwas sieht und das dann nachbaut und dann ist es gut oder nicht gut. Wir haben gesagt, wir bauen einfach. Also der Titel der Ausstellung hieß ja dann auch Blind bauen, so wie Schnee liegt. Wir bauen und wir lassen alles zu. Wir machen nicht eine Auswahl und wir wollen nicht gut dastehen. Eigentlich auch, weil man will ja gut dastehen und sagen, das ist das Kunstwerk, das ich geschaffen habe und das ist perfekt. Nein, wir haben auch unperfekte Formen in diese Ausstellung, in dieses Museum gebracht und das war uns als Prozess auch sehr wichtig und auch als Statement, also dass wir eigentlich zu allem stehen, was in dieser Zeit entsteht. Das heißt wieder dass wir nicht sagen, diese Zeit zum Beispiel, die gilt nicht, weil wir da was gemacht haben, was nicht okay war. So. Und das war schon auch ein wichtiger Prozess. Also ich glaube, das habe ich ja dann auch von euch gelernt oder mitgenommen in meine Arbeit mit den Videoschnipseln, oder? Dass ich ja, wie ich da 2004 und so rumgerannt bin mit der Videokamera, dass es da eigentlich keine Abfall gab. Also nicht jetzt das Interview und jetzt der Quote und jetzt das Ding, sondern das davor und das danach und das dazwischen und die Pausen und das aus dem Bild laufen und wieder kommen. Also, ja, es ist halt, eben, das ist auch wieder Cage, oder? Es ist halt das andere. Genau, das ist eigentlich das ganze Leben zählt, oder? Also nicht nur Ausschnitte aus diesem Leben, die man mit Erfolg verbindet.
Und ich denke, in dem Sinn kann man sagen, eben das ganze Leben ist Arbeit, das ganze Leben ist eigentlich auch Kunst, sondern ja, es ist einfach unser Leben, oder? Und das hat kein Stop and Go, sondern es hat ein ganz großes Go, wenn wir geboren werden und ein Zwischenstopp wahrscheinlich oder ein Stopp, wenn wir sterben, aber eigentlich dazwischen ist ein Fluss sozusagen. Also diese Entbindung des immer Zweckmäßigen, immer Absichtsvollen, nicht das, die Entbindung, ich glaube, das leistet diese Vielfalt der Kunst, der Kultur eigentlich, weil sie nicht in erster Linie zweckgebunden funktioniert. Also es ist immer Forschung, es ist immer ein Ausprobieren, es ist immer auch ein großes Bedürfnis, etwas zu machen, etwas zu tun, was noch nicht getan worden ist. Nicht? Das ist ja eigentlich das große Verdikt der Kunst. Vielleicht ist es auch die große Tragödie der Kunst eigentlich, nicht? Dass der Künstler in erster Linie etwas schaffen möchte, was noch nicht geschaffen wurde. Nicht? Mhm. Und sich darin absolut zu Hause zu fühlen, da richtig dabei zu sein, nicht? Das ist ja diese Intensität, die es braucht. Man ist völlig dabei. Es gibt keine Kluft, in der man etwas klassifiziert. Es ist noch nicht klassifiziert. Und wenn diese Klassifizierung beginnt, dann beginnt auch die Kluft zu etwas. Nicht? Man empfindet sich schön oder man empfindet sich hässlich oder man wie auch immer, man beginnt sich zu liften, damit man etwas entspricht. Und diese Entfremdung wird dann zu einem wahnsinnigen Programm, das unheimlich einengt. Und ich denke, unsere Aufgabe ist ja, diese Engheiten nicht zu weiten, nicht? Vielleicht auch ein Modell zu bieten, wie man das angehen kann, wie man nicht ständig begrenzt wird durch von außen definierten Ansichten oder so, nicht? Also ja, schön. Selbst in meiner so wie ich Binheit, nicht? Mich völlig darin befinde und das auf Zeit trifft, dann entsteht erst meine Person. Meine Person entsteht ja nicht, wenn jemand anders denkt, das ist ein super Typ oder so. Das geht mich ja überhaupt nichts an. Nicht? Also ich muss daran arbeiten, meine Person nicht in den Mittelpunkt zu stellen, aber in diese Welt hineinzubringen. Nicht? Und das... Ja, oder eben in dieser Analogie vom Sauerteig noch einmal, also ich hänge da einfach auch immer noch rum, oder? Also du hast einen Grundteig und der geht immer wieder durch, ne? Und dann fütterst du ihn einmal mit diesem Mehl nach und mit dem anderen und daraus entsteht jedes Mal wieder ein Brot, was dich von Tag zu Tag trägt. Und also diese Metapher des Prozesshaften und des Werks herstellen, also eben wieder ein Brot machen, aber sich getragen fühlen von einem Teig, der mit dir geht. Und also ich finde, da ist einfach extrem viel, ist sehr viel Inspiration drin für mich, so, ja. Man sagt ja auch, ich habe einen Brotberuf. Das ist eigentlich noch speziell. Wow, ja, genau. Wenn du Brot kommst, ja. Also, ja. Und wir beten, ne? Also unser tägliches Brot gib uns heute. Und gleichzeitig sagen wir dann aber auch, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, oder? Also es ist diese Verknüpfung von. Mhm. Ja. Aber es ist ja so, gell, dass eigentlich die Widersprüche unser Leben dynamisieren oder unser Denken dynamisieren. Wenn wir ohne Widersprüche, ohne ein gewisses Dilemma existieren würden, dann leben wir in einer Wohlgesittetheit. Das ist auch vielleicht das große Thema. Also warum ist Kunst im Moment so unbedeutend und nicht revolutionär und nicht bewegend? Weil wir in einem Wohlstand leben, nicht? Was eigentlich zur Dekoration macht. Weil nichts Grundsätzliches, weil wir nicht getrieben sind oder weil auch vielleicht in der Kunst die Leute nicht getrieben sind von etwas absolut total, wie soll ich sagen, existenziellem oder von einem absolut, von diesen Ängsten, der existenziellen Angst auch.
Sag du es ihm, Annette. Was soll ich ihm sagen? Ja, okay. Ja, Da runzelst du die Stirn, ne? Ich auch, weil in einer privilegierten Situation sehr stark. Also wenn ich denke, es gibt im Moment ganz andere Sozietäten oder andere Sozietäten, die sehr, sehr stark in Bedrohung sind im Moment. Ich denke, das öffnet noch mal einen anderen Sack. Ich habe heute gefragt, Christian, was ist für dich denn, oder kannst du deine persönliche Definition von Arbeit mir sagen? Und du bist dann eigentlich mit einer schönen eigenen Zitat gekommen. Vielleicht wäre das ein guter Abschluss, ich weiß nicht genau. Jetzt ganz so langweilig, oder? Ja. Ich finde es doch schön, auch in diesem Zusammenhang mit dem offenen Feld, also dass du auch reingebracht hast, das offene Feld, wo du eigentlich noch nicht genau, oder wo du noch nicht fassen kannst, was entsteht. Und dass das eigentlich eine gute Voraussetzung für Arbeit und Handlung ist, auch, dass man sich in dieses offene Feld bewegen kann. Und da hast du eben diese Geschichte mit der Idee hereingebracht und das finde ich eigentlich auch noch, das könnte zum Beispiel ein Mehrwert sein, finde ich. Ja, okay. Also noch ganz kurz zu meinem vorigen Statement. Also mich interessiert ja mental in Alarmstimmung versetzen kann. Nicht nur das. Also ich denke, das ist ein Grundsatz der Diskussion, des Treffens, natürlich der Kunstarbeit, der Kulturarbeit, das eigentlich entsteht aus einem sich mental in Alarmbereitschaft zu befinden. Nicht? Das ist eigentlich so, also nicht anders gedacht. Also, was ich so als Anfänger formuliert hatte, war eigentlich als Künstler, ich brauche eine Idee, um etwas zu machen. Nicht? Nachher im Machen habe ich gemerkt, ich kann auch etwas tun, wenn ich keine Idee habe. Nicht? Und dann kam dazu in der Folge von Lebenserfahrung und von ein bisschen älter werden, dass sogar, wenn eine Idee kommt, mich das nicht stört. Nicht? Also diese Notwendigkeit des sich Befreiens, nicht? Des Freiwerdens, des nicht ständig durch irgendwelche Geschichten eingeengt Seins, das war dann eigentlich der Hintergrund, das so mal zu formulieren. Gell? Also und wie war jetzt der Satz? Also, zuerst, ich brauche eine Idee, um etwas zu machen. Dann die Weiterfolge, ich kann auch etwas machen ohne Idee. Und das Dritte, sogar mit einer Idee kann ich etwas machen. Also sogar die Idee stört mich nicht dabei. Ja, genau, nicht? Genau. So. Und eben, es geht ums Machen und wann kommt man ins Machen und wann nicht. Ich denke, das Machen ist eben die Handlung und die Arbeit. Also es ist sein persönlicher Arbeitsbegriff. Das hat er mir heute so gesagt. Ja. Ja, und also wir würden ja mit Watzlawick und den Axiomen vielleicht sagen, du kannst nicht unterscheiden, du kannst nicht beobachten, du kannst nicht handeln. Also dann hast du ja auch wieder, also auch eben, wenn ich vor dem Flügel sitze. Und nichts mache ich einfach. Also nicht spiele, ist es ein Konzert. Genau. Also noch einmal. Ja, ich würde sagen, ja, da hat jetzt einfach Kunst sehr viel vorweggenommen, aber das ist noch auf meinem Bullshit-Bingo. Das habe ich natürlich von Bertolt Brock gelernt. Entschuldigung, das ist ein interner Witz gewesen. Nein, das ist eigentlich die Dada Baroness, also 1917, dieses umgekippte Pissbecken, also dieses Pissoir aus dem Großhandel zu nehmen und es zu drehen und zu signieren, als wäre es ein großes Kunst. Und wirklich so zu sehen, okay, das war jetzt zeitgenössische Kunst und
und jetzt ist vorbei. Und danach sind ja auch die großen Happenings gekommen. Also eine Atombombe ist schon eine sensationelle soziale Plastik oder ein 9/11 oder all diese Dinge, also was dann Stockhausen ja ausformuliert hat und so. Also eben diesen Konflikt, den habe ich noch nicht so auf der Reihe, also so zu merken, dass... Jetzt haben wir gerade ein bisschen Ton weg und Bild weg. Okay. Hören mich alle noch? Schneidet uns ab. Okay. Es ist dir langweilig, sie will kochen gehen im Esszimmer. Nein, wir hatten gerade kurz nachdem du Atombombe in den Mund genommen hast, die Internetverbindung in Schockstarre verfallen und Nein. ihr wart eingefroren. Ja, das ist YouTube, das ist klar. Die Algorithmen laufen ja mit, das ist ja völlig klar. Also eben, wo im Moment die großen Happenings laufen, das ist ja wirklich, also sicher nicht hier. Also, ich glaube, da ist Google schon sehr viel geiler drauf, oder so, oder nicht? Da werden wir wieder mit diesem Statement werden wir wieder abgeblockt, oder? Auf YouTube. Ne? Aber ich denke, bevor wir in die Verschwörungstheorie abschweifen. Also die Atombombe ist keine Verschwörungstheorie. Also ich glaube, das ist jetzt die einzige Verschwörungstheorie, die als Fakt durchsteht, oder nicht? Ja, Sibyl, hast du noch eine Frage oder möchtest du ein Schlusswort sprechen? Nein, aber ich fand, was ihr vorher gesagt habt, eigentlich schon so ein sehr schönes Schlussstatement. Also mit dieser Definition der Arbeit nach Christian. Okay. Mhm. Naja, also ich kann sogar mit dem Ende sehr gut umgehen. Also das ist für mich echt kein Problem. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendetwas, wo wir jetzt, also ich möchte jetzt auch nicht, Stefan muss noch irgendwie ein Wort abarbeiten. Genau. Auf seiner Bullshit-Liste, genau. Was fehlt Ja. noch? Ist alles abgearbeitet? Mit auch abgearbeitet. Ja, aber das kann gar nicht sein, dass schon alles abgearbeitet ist, nicht? Nein, Stanislav Lem hatte ich noch und Widmer Theodoridis. Und, an denen haben wir jetzt ein bisschen dran vorbeigearbeitet. aber auf jeden Fall zieht es uns immer nach Athen, oder? Also es geht darum, diese Eulen zu nehmen und ab nach Athen zu marschieren, oder? Ja. Das ist jetzt aber, denke ich, glaube ich, wirklich das gute Schlussstatement. So dass wir hier jetzt den offiziellen Teil beenden und hoffen, dass wir wirklich vielleicht alle im nächsten Jahr im Mai wieder bei Platform Project in Athen uns treffen können und diese Veranstaltungen vielleicht live und analog machen können und nicht mit irgendwelchen besseren oder schlechteren Internetverbindungen. Von dem her würde ich sagen, ich danke euch jetzt mal für das Gespräch über Kunst und Arbeit und Cage und Arbeitsdefinitionen und bedanke mich bei allen, die die ganze Zeit oder teilweise mitgehört haben und zumindest bis jetzt ausgeharrt haben und wünsche einen schönen Freitagabend. Auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Ciao. Wir bleiben noch einen Moment vielleicht. Wir gehen jetzt einfach aus dem Livestream und wir kürzen.